Hallo und herzlich willkommen zurück zu unserem Podcast. Ich bin Felix und ich freue mich riesig, heute wieder mit euch allen zu plaudern. Und ich bin Lisa. Hallo zusammen, schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute haben wir ein wirklich spannendes Thema, das perfekt zum Jahreswechsel passt. Genau, Lisa. Wir sprechen heute darüber, wie man auf Deutsch über Pläne und Ziele für das Jahr 2025 spricht. Also, schnappt euch eure Notizbücher und Stifte, denn das wird eine informative und unterhaltsame Session. Richtig, Felix. Egal, ob ihr große Träume oder kleine erreichbare Ziele habt, wir helfen euch, sie auf Deutsch zu formulieren. Super. Bevor wir aber so richtig in die Details eintauchen, sollten wir vielleicht kurz darüber sprechen, warum es überhaupt wichtig ist, sich Ziele zu setzen. Was denkst du, Lisa? Absolut, Felix. Ziele geben uns eine Richtung und einen Sinn. Sie motivieren uns und wenn wir sie erreichen, gibt uns das ein tolles Gefühl der Erfüllung. Ziele setzen bedeutet, sich klare Vorhaben zu überlegen. Ein Vorhaben ist ein Plan oder eine Idee, was man tun möchte. Stimmt. Es ist wie ein Kompass, der uns den Weg weist. Und wenn wir unsere Ziele aufschreiben und aussprechen, werden sie irgendwie realer, oder? So, als ob wir uns selbst etwas versprechen. Genau das. Und Sprache ist der Schlüssel dazu. Wenn wir unsere Ziele auf Deutsch ausdrücken, üben wir nicht nur die Sprache, sondern verinnerlichen sie auch besser. Wir fangen an, in der Sprache zu denken und zu träumen. Wunderbar gesagt, Lisa. Okay, lass uns anfangen. Wo beginnen wir am besten, wenn wir über unsere Pläne und Ziele für 2025 sprechen wollen? Am besten fangen wir mit ein paar grundlegenden Vokabeln an. Das Wort Ziel hat in der Mehrzahl die Form Ziele. Ein anderes, ähnliches Wort ist Plan. Der Singular ist Plan und der Plural ist Pläne. Okay, Ziele und Pläne. Das ist einfach zu merken. Was ist mit dem Verb planen? Ist das, wenn man sich einen Plan macht? Ganz genau, Felix. Planen bedeutet, sich zu überlegen, was man in der Zukunft machen möchte. Zum Beispiel, ich plane, nächstes Jahr mehr Sport zu treiben. Ich plane nächstes Jahr mehr Sport zu treiben. Das ist ein gutes Ziel. Treiben kommt von Sport treiben, also sich aktiv mit Sport beschäftigen, richtig? Richtig. Sport treiben bedeutet, sich körperlich zu bewegen, zum Beispiel laufen, schwimmen oder im Fitnessstudio trainieren. Ein anderes wichtiges Verb ist erreichen. Ein Ziel erreichen bedeutet, dass man es schafft, das zu tun, was man sich vorgenommen hat. Erreichen. Das klingt nach einem Erfolgserlebnis. Also könnte ich sagen, ich möchte 2025 mein Ziel erreichen, fließend Deutsch zu sprechen. Perfektes Beispiel, Felix. Und ein sehr gutes Ziel. Ein weiteres hilfreiches Wort ist Vorhaben. Ich habe vor bedeutet, dass man die Absicht hat, etwas zu tun. Vorhaben. Also so etwas wie eine feste Absicht, richtig? Ich habe vor, 2025 nach Deutschland zu reisen. Klingt das richtig? Genau richtig. Du könntest auch sagen, ich habe mir vorgenommen, jeden Tag Deutsch zu üben. Sich etwas vornehmen bedeutet, dass man sich selbst ein Ziel setzt oder einen festen Entschluss fasst. Sich etwas vornehmen. Das gefällt mir. Es hat so etwas Entschlossenes. Okay, wir haben also Ziele, Pläne, planen, erreichen, vorhaben und sich etwas vornehmen. Das ist schon mal eine gute Grundlage. Was brauchen wir noch, um unsere Pläne und Ziele auszudrücken? Wir brauchen natürlich auch Zeitangaben. Nächstes Jahr ist eine einfache Möglichkeit, um über 2025 zu sprechen. Wir können auch genauer sein, zum Beispiel im Januar, im Sommer oder bis Ende des Jahres. Zeitangaben. Im nächsten Sommer möchte ich an einem Deutsch-Intensivkurs teilnehmen. Wie wäre das? Ausgezeichnet! Du könntest auch sagen, bis Ende 2025 will ich das B2-Niveau in Deutsch erreichen. Bis Ende 2025. Das setzt eine klare Zeitgrenze. Super hilfreich. Was ist, wenn ich über meine Wünsche und Hoffnungen für die Zukunft sprechen möchte, aber noch keine festen Pläne habe? Dann kannst du Formulierungen wie ich würde gerne oder ich hoffe dass verwenden. Zum Beispiel ich würde gerne mehr reisen oder ich hoffe, dass ich einen neuen Job finde. Ich würde gerne. Und ich hoffe, dass
Das klingt nach Träumen und Visionen. Ich würde gerne ein Buch schreiben oder ich hoffe, dass ich mehr Zeit mit meiner Familie verbringen kann. Wunderbare Beispiele, Felix. Siehst du, es ist gar nicht so schwer, über Pläne und Ziele auf Deutsch zu sprechen. Stimmt. Mit ein paar Schlüsselvokabeln und Satzstrukturen kann man schon viel ausdrücken. Aber was ist, wenn ich meine Ziele detaillierter beschreiben möchte? Dann kannst du Adjektive und Adverbien verwenden, um deine Pläne und Ziele genauer zu beschreiben. Zum Beispiel, ich möchte regelmäßig Sport treiben oder ich möchte unbedingt nach Berlin reisen. Regelmäßig und unbedingt. Das macht die Sache gleich viel lebendiger. Ich möchte unbedingt mein Deutsch verbessern, um fließend mit Muttersprachlern zu kommunizieren. Sehr gut. Du könntest auch sagen, ich möchte erfolgreich Deutsch lernen, um meine beruflichen Chancen zu verbessern. Erfolgreich und beruflichen. Das bringt gleich eine ganz andere Ebene in die Sache. Man merkt richtig, wie wichtig es ist, seinen Wortschatz zu erweitern. Absolut, Felix. Je mehr Wörter du kennst, desto genauer und detaillierter kannst du dich ausdrücken. Deshalb ist es auch so wichtig, regelmäßig zu üben und neue Vokabeln zu lernen. Da hast du recht. Übung macht den Meister, oder wie sagt man auf Deutsch? Genauso ist es. Übung macht den Meister ist ein deutsches Sprichwort. Es bedeutet, dass man durch häufiges Wiederholen immer besser in einer Sache wird. Das werde ich mir merken. Okay, Lisa, lass uns noch einmal zusammenfassen, was wir heute gelernt haben. Gerne. Wir haben über die wichtigen Vokabeln wie Ziel, Plan, Planen, Erreichen, Vorhaben und sich etwas vornehmen gesprochen. Und wir haben gelernt, wie man Zeitangaben wie nächstes Jahr, im Sommer und bis Ende des Jahres verwendet. Genau. Außerdem haben wir Formulierungen wie ich möchte und ich würde gerne kennengelernt, um Wünsche und Hoffnungen auszudrücken. Und wir haben gesehen, wie man mit Adjektiven und Adverbien seine Ziele detaillierter beschreiben kann. Richtig. Und vergiss nicht, Übung macht den Meister. Also fangt an, eure Pläne und Ziele für 2025 auf Deutsch zu formulieren. Schreibt sie auf, sprecht sie aus und arbeitet daran, sie zu erreichen. Ein toller Ratschlag, Lisa. Ich bin richtig motiviert, meine Ziele für 2025 aufzuschreiben. Und ich bin sicher, unsere Zuhörer sind es auch. Das hoffe ich doch. Denkt daran, ihr könnt jederzeit zu dieser Podcast-Episode zurückkehren, wenn ihr eine Auffrischung braucht. Genau. Und vergesst nicht, unseren Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, damit ihr keine unserer zukünftigen Episoden verpasst. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss und viel Erfolg bei der Verwirklichung eurer Ziele für 2025. Im nächsten Podcast sprechen wir über ein interessantes Thema, bei dem ihr viele verschiedene Vokabeln lernen und euer Deutsch weiter verbessern könnt. Seid gespannt.